Hallo, hier ist der Björn und heute gibt es mal ein neues Rezept wieder seit längerer Zeit, was ich jetzt in den letzten Tagen sehr lieb gewonnen hat, da ja viele auch gerade mit einer angehenden Grippe und so kämpfen. Und zwar die goldene Milch. Ich habe ein paar Zutaten mal verteilt, die wir dafür benötigen. Das ist einmal das Wichtigste, das ist das Kurkuma selber. Da habe ich ungefähr einen sehr guten Teelöffel genommen. Dann haben wir natürlich den Ingwer. Hier habe ich noch ungefähr ein Viertel Teelöffel Zimt. Hier haben wir ein Viertel Teelöffel Pfeffer. Und hier haben wir ungefähr einen halben Teelöffel Kokosöl. Dazu brauchen wir noch 120 Milliliter Wasser, einen Topf und Mandelmilch um die 350 Milliliter. Das kommt dann auch ganz auf den Geschmack an. Und jetzt fangen wir erstmal an, indem wir das Kurkuma mit dem Wasser verkochen und zu einer Paste werden lassen. Und natürlich geben wir dann auch den Ingwer dazu, dass das alles schön datschig wird, sag ich mal, bevor wir es dann mit der Milch und dem Rest zusammen verbinden. Gut, dann wollen wir mal beginnen. Wir nehmen erstmal den Topf, dann unsere 120 Milliliter Wasser. Den braucht man nachher noch, dass wir die Milch abmessen können. Und dann das schöne Kurkuma dazu. Ihr wisst ja, das ist das, was immer die ganzen Teller und alles schön einfärbt. So, dann nehme ich dann meistens einen Schneebesen und verrühre das einfach. Da ist er. Ich habe ihn ganz klein. Da sieht man schon, wie das aussieht. Erinnert einen vielleicht noch an die Kindergartenzeiten, wenn man Schlamm mit Wasser gemischt hat. Gut, das erhitzen wir jetzt leicht, bis das zu einer größeren Paste wird und fügen dann den Ingwer dazu und lassen das dann schön zu einer Paste werden. Ja, jetzt seht ihr schon, die Herdplatte ist an. Das Wasser und den Kurkuma stellen wir drauf. Verrührt ist das schon, jetzt geht es schon los. Jetzt muss ich natürlich mal schnell ein bisschen runterstellen. Jetzt muss man auch schnell sein. Da habe ich den Ingwer, es ist ungefähr 2,5 Zentimeter, die ich da reingeraspelt habe. Man kann es alternativ auch alles in einen Mixer tun und da schön machen lassen. Kommt immer drauf an, manche hat keinen Mixer, dementsprechend mache ich es einfach mal so. So, das verrühren wir jetzt noch. Und jetzt heißt es warten. So, das Ergebnis schaut jetzt so aus. Das ist eine schöne Paste, die auch sehr aromatisch riecht. Die fülle ich dann in eine Schüssel einfach um. Und da kann ich euch als Tipp geben, wenn ihr sowas nicht so oft trinkt oder nicht so viel Erfahrung mit Kurkuma habt oder ich rate euch wirklich, dosiert es erstmal nicht zu hoch. Testet es mit der Hälfte von der Paste. Nutzt die Hälfte einfach hiervon. Probiert erstmal, wie es euch schmeckt. Wenn ihr zu viel genutzt habt, nehmt einfach die Mandelmilch und gießt das in die Milch hinein. Ja, in die Milch. In die Milch, die ihr euch gekocht habt, gießt ihr die Mandelmilch hinein. Das passt dann eigentlich auch immer. So kann man es dann gut verdünnen. So, jetzt geht es dann schon weiter. Jetzt habe ich mal schnell den Topf sauber gemacht. Jetzt ganz einfach die 300 Milliliter Mandelmilch. Ihr könnt dann eine beliebige Pflanzenmilch nehmen. Manche machen es auch mit normaler Kuhmilch. Das weiß ich nicht. Ich mache auf jeden Fall das mit der Mandelmilch immer. Die bringen wir jetzt erstmal auf die Herdplatte zum Erhitzen und dann sehen wir uns dann gleich wieder. So, wie wir sehen, die Milch fängt an zu dampfen. Währenddessen packe ich dann die gute Paste rein. Hier sieht man auch, wie schön das abfärbt. Das ist immer ganz toll. So, jetzt rühren wir die langsam ein. Jetzt wechsle ich aber nochmal auf den Schneebesen, weil das einfach für mich angenehmer ist, als wenn ich das mit einem Löffel mache. Jetzt seht ihr schon, wie die Milch sich in dieses Goldene verfärbt. Daher hat sie aber auch den Namen. Woher sie genau den Namen habt, weiß ich nicht. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Jetzt sieht man hier wieder, Temperatur kommt dazu. Und jetzt kommen auch fast alle Zutaten noch dazu. Und zwar der Viertel Teelöffel Zimt, den halben Teelöffel Kokosöl, Kokosfett, Kokosöl. Muss ich mal gerade gucken. Das heißt Kokosöl, das benutze ich gerade. Sehr gut. Bio, ach, ist immer wichtig, aber ich glaube, das meiste Kokosöl sollte Bio sein. Was jetzt noch auf dem Teller verblieben ist, seht ihr, das ist der Pfeffer. Den mache ich mal ganz am Ende erst rein. So, jetzt verrühren wir das schon. Jetzt hat das schon diesen Zimtgeruch angenommen. Ich finde es auch super vom Geschmack her mit dem Zimt. Und ihr wisst, der Zimt ist auch blutdrucksenkend. Das haben sie ja mal herausgefunden, als in einem Altenheim
die Leute immer ihren Strudel hatten. So, jetzt müssen wir natürlich gucken. Wir wollen es ja erhitzen, nur nicht aufkochen. Jetzt lassen wir es 2 Minuten kochen, köcheln. Und dann können wir schon fertig umfüllen. Und das war schon fast der letzte Schritt. So, und jetzt kommt das letzte. Und zwar gießen wir jetzt schön unsere goldene Milch in die Tasse. Oh, ist nicht mal eine ganze Tasse geworden, das ist aber nicht schlimm. Da fülle ich dann was auf. Dann geben wir den Pfeffer hinzu. Man sollte übrigens schwarzen Pfeffer nehmen. Ich habe keinen schwarzen Pfeffer da, ich habe nur so eine bunte Pfeffermischung. Aber hey, da sind auch viele schwarze Körner drin. Und ich hoffe, es ist genauso gut. Gut, jetzt kommt bei mir, ich mache immer ein bisschen Süße rein. Dann nehme ich den, Vorsicht, es ist offen, den Agavensirup. Mache ich immer einen Teelöffel. So, den rühre ich mit rein. Dann ist es doch angenehmer vom Geschmack her. So, und da ich jetzt noch ein bisschen über habe, gieße ich einfach noch einen Schluck Mandelmilch drauf. Das nimmt auch gleich die Temperatur heraus. Ja, Leute, und das war es jetzt auch schon mit dem Video. Probiert es auf jeden Fall mal auf. Zeigt mir eure fertigen eure fertigen goldenen Milchbilder auf Instagram. Verlinkt mich da. Dann werde ich auf jeden Fall vorbeischauen und euch ein Like da lassen. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.